Willkommen bei Besum, dem Podcast, in dem die Sterne, die Wissenschaft und die Menschlichkeit aufeinandertreffen. Hier im Lavatar Lab nimmt dich deine Gastgeberin Miss B mit auf eine Reise durch die kosmischen Geheimnisse der Astrologie, die tiefen Erkenntnisse der Wissenschaft und die wunderbaren Verbindungen, die uns als Menschen verbinden. Bereit, deinen Geist summen zu lassen? Dann schnall dich an und starte mit uns in eine neue Episode von Besum. Also, herzlich willkommen zur Folge. Und Schön. in dieser Folge geht es um Terra, chinesische Sternzeichen. Und wir haben wieder die Drastissa dabei. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich bin die Drastissa und ich bin auch dabei. Und Miss B, that's me. So, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Weißt du, welches Tierkreiszeichen du im chinesischen Horoskop bist? Ja, das müsste die Schlange sein. Ja, die Schlange. Dann ist das ja dein Jahr jetzt, 2025, die Aha. Schlange. Ah ja, Wie hast du denn zum ersten Mal von dem chinesischen Sternzeichen erfahren? Das müsste irgendwann als Kind gewesen sein. Echt? Ja. Wo? Ich war mit meinem Papa in so einem Asiamarkt und da hing so ein Kalender. Da hing ein Kalender. Ja, Und dann dann hast konnte du man das nachlesen. Und was meinst du, wie viele Sternzeichen gibt's? 12? Ja. Ja. Ja, ist richtig. Ja. Kennst du die auch alle? Die chinesischen? Ja. Nee, Nee? nee. Okay. Vielleicht kannst du mir die ja mal nennen. Ja, ich kann die dir nennen. Ja. Und zwar fängt es an mit der Ratte. Aber ich glaube, wir machen das gleich, weil da kommt noch eine Frage. Ah ja, okay. Und Okay. weil das Ganze bezieht sich auf ein Oder Rennen. beruht auf. Du wolltest bestimmt beruht auf Ja, beruht ja, auf sagen. danke, Ja. Drastissa. Ja, kein Problem. Wir machen jetzt erstmal weiter und dann kommen wir gleich zu dem Rennen zurück, wo diese Geschichte herkommt. Glaubst du, dass dein chinesisches Sternzeichen deine Persönlichkeit gut beschreibt? Also bei dir wäre das ja die Schlange. Weißt du, was das bedeutet, oder soll ich einmal Nee, nachschlagen Ja, und einmal dir nachschlagen ein gerne. bisschen was nennen zu der Schlange? Wir haben nämlich hier Ja. auch ein tolles Buch. Das wäre nett. Wo Wenn haben man wir mich denn da die mal ein Schlange? bisschen informieren würde. Ich bin da noch nicht so into it. Ja, aber genau darum geht's ja. Dafür sind wir hier. Schlangen mögen wenig zu sagen haben, aber sie besitzen große Weisheit. Sie gehen alles entschlossen an und hassen es zu scheitern. Aus diesem Grund und da sie dem Urteil anderer nicht immer trauen, verlassen sie sich lieber auf sich selbst und neigen dazu, sich zu viel aufzuladen. Das hält sie aber nicht davon ab, ein wenig eingebildet zu sein, und sie können sowohl egoistisch als auch geizig sein. Das ist nur eine Kleinigkeit. Also, klar, da stimmt immer so ein bisschen was von, Ja. aber ich würde jetzt nicht sagen, dass alles davon stimmt. Ja, das ist Vor ja auch allem so. so der letzte Teil. Ja. Aber ich bin nicht egoistisch. Nein, bist du auch Oder arrogant. Was war das? Egoistisch, arrogant? egoistisch, glaube ich, ja. Ah ja, nö. Eigentlich würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ja. Gibt wahrscheinlich so und so wie in der westlichen Astrologie auch. Und da Aber- glaube ich tatsächlich mehr dran. Ja, das wäre auch die nächste Frage gewesen. Ach so, ja. Tatsächlich. Was findest du spannender? Die Ja, westliche? Die westliche. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Na, ich Weil glaub, du dich da einfach schon ein bisschen mehr reingefunden hast. Ja, also klar, ich lebe da und da habe ich dann auch mehr damit zu tun als mit den chinesischen. Ja. Außer du hast so einen Kalender aus dem China-Restaurant. Welches der 12 chinesischen Tierkreiszeichen findest du am interessantesten? Gut, du kennst sie jetzt nicht, also wird's jetzt vielleicht Das erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, wäre das Schwein. das Schwein Ja, das tatsächlich. Schwein. Ach, wie lustig. Ja, lustig, ne? Ja. Was für ein Und Zufall. wie kommst du auf das Schwein? Hast Hast du einige Leute, die du kennst, die Schwein sind? Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, das ist mir irgendwie noch so präsent geblieben von dem Kalender, Ja. den ich damals im Asiamarkt gesehen habe. Ja, also wir hätten dann, okay, dann fangen wir vielleicht doch eher mit der Geschichte des Rennens. Also der Kaiser hat mal ein Rennen veranstaltet mit den 12 Tieren. Und in der Reihenfolge, wie sie ins Ziel gekommen sind, so, Ach so, also, ja, und danach wurden dann halt die Sternzeichen benannt quasi. Also
als erstes kam die Ratte rein. Die Ratte war aber sehr, sehr schlau, denn die mussten einen riesengroßen Fluss... Warte mal, der hat ein Rennen mit 12 Tieren gemacht. Ja, Ach so, die Ratte hat gegen den, die gegen Ratte den hat sie Tiger. alle besiegt. Die ist die erste. Und wer war der Drache? Ja, pass Ach auf. so. Ja, das kommt ja jetzt noch. So, und zwar hatten wir da, genau, die Ratte, die als erstes reinkam, die super, super schlau und schnell und flink war, die aber über diesen riesen Fluss gar nicht drüber kommen konnte, wie auch, Mhm. und hat dann den netten, lieben Ochs gefragt, Büffel, auch Büffel genannt, auf Deutsch. Ach so. Also, Ochs ist nicht deutsch? Der Ochse. Doch, tatsächlich. Okay, ja, sorry. Der Kurze Ochse. Übersetzung. Ja, Ochs heißt auf Deutsch Büffel. Ist das... It's okay, we moving on. Genau, und hat den netten Ochs, Büffel, wie auch immer, gefragt, ob sie auf ihm drauf sitzen darf. Und er war Zweiter und hat dann gesagt, ja, klar, komm, setz dich oben bei mir drauf, wir gehen zusammen durch den Fluss. Und am anderen Flussufer angekommen, springte dann die Ratte ganz schnell von dem Rücken und ist als erstes durch die Ziege gerannt. Was für eine Ratte. So entstand es dann, dass die Ratte Nummer 1 war. Als zweites kam der Büffel, als drittes dann der Tiger, als viertes haben wir den Hasen. Den Hasen haben wir als nächstes. Haben wir den Hasen als nächstes? Production, please check my hallo? information. Is that right? Ich hatte hier noch ein Smartphone mit einer Schlangenhülle. Wieso hast du ihr das Smartphone nicht weggenommen? Production. Nee, ist tatsächlich der Hase. Ich bin richtig, ich liege richtig. Schön, schön. Es ist der Hase und dann kam der Drache, die Schlange und das Pferd. Und genau da auch wieder dasselbe. Die Schlange hat das Pferd gefragt. Nein, gar nicht wahr. Die Schlange hat gar nicht. Du bist ja Schlange. Hat gar nicht das Pferd gefragt. Die hat sich einfach an Ich seinem muss nicht Schweif... fragen. Ja, Ich mache einfach. Ja, einfach festgebissen und ist dann mit dem Pferd rüber, aber ist einfach schneller durchs Ziel. Dann haben wir natürlich Schaf oder Ziege. Und dann haben wir ein Dreiergespann gehabt. Das Dreigestirn. Und zwar der Affe, Hahn und Hund. Mhm. Und da hat dann der Hahn den Affen gesagt, bau mal hier. Die haben dann ein Floß gebaut und sind dann auf diesem Floß rüber. Ich glaube sogar der Hund hat das Floß angetrieben im Wasser. Und der Kaiser hat dann entschieden, weil die diese Teamarbeit hatten und der Affe aber die hauptsächliche Arbeit des Bauens des Floßes durchgeführt hat, dass der Affe als erstes kommt, dann durch die Schlauheit des Hahns, der Hahn und dann der Hund. Und das Schwein ist dann das als letztes, aber weil das Schwein, das hat einfach sein Leben genossen, hat ein bisschen zu viel gegessen und schwamm dann gemütlich durch diesen Fluss und kam dann als letztes ins Ziel und ist damit dann halt das Schlusslicht gewesen. Ja. Hältst du das für sehr realistisch, die Geschichte? Du, findest du das sehr realistisch? Ist das bei Mythen so, dass die realistisch sein sollen oder ob hängt da vielleicht was anderes bei? Ist da vielleicht eine Bedeutung dabei, die man so offensichtlich vielleicht nicht sieht, sondern wenn man ein bisschen drüber nachgrübelt? Ich weiß nicht. Wie war das nochmal mit dem Drachen? Ja, der flog irgendwo. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr ganz die Geschichte, bin ich ehrlich. Die kann man bestimmt nochmal nachlesen. Also ich sag mal so, dass eine Ratte gegen einen Tiger und ein Pferd gewinnt, halte ich eigentlich für äußerst unrealistisch, oder? Weiß ich nicht. Wie viel km/h schafft so eine Ratte? Aber das steht ja auch für deren Persönlichkeiten. Muss ja nicht unbedingt das Tier sein. Ich dachte, das wäre so ein Rennen zwischen den Tieren. Deswegen Ja, dachte ich halt, ich habe mir das jetzt bildlich vorgestellt. Ja, Ja. bildlich gesehen, ey, ist alles möglich, ja. Mein Gott, ich liebe einen Drachen, ne? Ja, das ist ja nett. Achso, Sehr ja, also sympathisch. The Production hat uns gerade durchgegeben, dass der Drache
nur als Fünfter ins Ziel kam, weil er auf dem Weg noch für die Menschen Regen machen musste. Und da der Kaiser sehr dankbar war, ihm dann den 5. Platz gegeben hat, anstatt den letzten wahrscheinlich dann, ne? Sympathischer Drache. Ein sympathischer Kaiser auch. Ja. Empathisch. Nochmal zurück zu dem, gibt es einen Tierkreis? Also jetzt kennst du ja die Tiere. Ja. Gibt es da ein Tier, was dir besonders zuspricht? Also welches du vielleicht wünscht, selber zu sein? Ich meine, ich bin ja schon eine Schlange, ne? Das ist schon ziemlich cool, Ja. muss ich sagen. Ja. Ja, sonst klar, Drache, Tiger. Warum? Sind die Tiere einfach ästhetisch. Mhm. Aber die strahlen auch so eine Nee, die Stärke aus, die ne? strahlen auf jeden Fall was aus, ne? Ja. Ist ja klar. Also tendierst du schon eher zu solchen Tieren, anstatt jetzt ein Häschen zum Beispiel. Ja, ist mir zu lieb. Na gut. So, findest du die Idee des Tierzeichens für ein ganzes Jahr logisch oder eher zu allgemein? Wie meinst du das? Also zum Beispiel hatten wir jetzt 2024. Ach so, Februar. also nicht so wie jetzt zum Beispiel pro Jahr 12 Stück, sondern in einem Jahr Genau, Ach so. genau. Also Ich würde sagen, tatsächlich, das ist zu allgemein, ja. zu allgemein? Ja, auf jeden Fall. Okay. Und Ja. wieso? Was? Wenn ich das jetzt hier mit dem Westlichen vergleiche, bin ich so viel detaillierter auf die jeweilige Person. Mhm. Und Ja, also das ist halt wirklich viel zu allgemein. Deswegen meinte ich ja vorhin schon, dass die Schlange ja so teil auf mich zutrifft. Wahrscheinlich wird der Rest auf andere in diesem Jahr zutreffen, aber es kann auf jeden x-beliebigen zutreffen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass sich diese Sternzeichen mehr auf das Jahr als auf den Menschen beziehen. Mhm. Aber von der Kompatibilität, Mhm. also da finde ich schon, dass das irgendwie passt. Also wenn ich jetzt die Freundschaften der also es sind ja mal 3, die Freunde sind, das fällt mir schon auf, dass das oft Das passt. irgendwie passt, Mhm. ja. Was ist es denn bei der Schlange, die 3 Tiere? Die Schlange hat noch als Freund den Ochs, also den Büffel und den Hahn, Ja. the Rooster. Und ja, das ist Ja, dann müsste ich mal und meine gerade Freundesliste durchgehen und gucken. ja gerade Dracissa ist ja die Schlange. Dann haben wir ja M, die ein Ochs ist, Mhm. und W ein Rooster. Das passt Und halt schon eigentlich ganz ja, gut. ihr seid ja Besties, also Das ist nice. schon ein krasser Zufall, muss ich Ja, sagen. crazy. 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 Das Tierkreiszeichen wirkt für dich am glücklichsten oder am stärksten? Am glücklichsten, am Ja. stärksten. Das Schwein. Ja, ne? Ja, voll. Ja, Das ist so ganz entspannt am Ende einfach, den interessiert das überhaupt nicht. ne? Der macht einfach sein Ding. Ja. Ja. Genießt find ich einfach cool. sein Leben, ist ein glückliches Jahr, da stimme ich dir zu. Kein Konkurrenzkampf, kein Wettkampfgedanke, so. Nee, ne? Nö. Schwein ist cool, ja. Ja, Schweine sind schon ziemlich abgefahren. Also hast du jemals überhaupt kontrolliert irgendwie, ob dein chinesisches Sternzeichen zu deinen Freunden oder zu deinem Partner passt? Das Chinesische nicht, nein. Nee, ne? Aber halt. Ich die glaube Sachen. auch, dass das chinesische Sternzeichen noch gar nicht so angekommen ist bei uns Nee, allen. überhaupt nicht. Nee, Also ne? wie gesagt, da musst du ja wirklich schon in so einen Asiamarkt gehen, um das überhaupt mal... Was denn? Ist doch so. Also Ja. ich habe noch nie bei einem Rewe oder einem Aldi oder einem Lidl so einen chinesischen Kalender hängen sehen. So heute im Angebot, Leute, weil sie einen chinesischen Kalender haben. Ja, das tatsächlich ist leider noch nicht angekommen. Vielleicht Wobei vieles, sollten wir mal da mit dem Marketing oder mit dem Chef sprechen. ja, Ja, das geht ich meine, unser schon ein bisschen im diskriminierend. Lavatar Lab, wir sind schon Ja. sehr dabei, das Ja, alles das ein reinzubringen. bisschen einzufügen, einzubringen und ja, gerade auch jetzt diesen Podcast zu machen, damit man einfach mal da ein bisschen mit dem Thema sich befasst vielleicht und wenn man Bock hat, ein bisschen Ja. tiefer reinspringt. Ey, sonst, weißt du, was ich machen hätte können eigentlich? Ja. Wie lang ist dieses T-Shirt? Eigentlich hätte ich den Rock ausziehen können, dann immer das T-Shirt als Kleid Ja. nehmen können. Ich guck gleich mal, wie lang das ist, dann zieh ich den Rock einfach aus, weil...
Ja. Ja. Nur der Rock rutscht immer weiter hoch irgendwann. Ist der Rock hier? Ist er irgendwann hier? So, die nächste Frage wäre dann tatsächlich, oh mein Gott, kennst du die Legende von dem Wetterrennen? Von dem Wetter? Von dem Kennst du die Legende? von dem Wettrennen. Ich kann nicht mehr. Vom Wettrennen. Ob ich die Legende vom Wettrennen... Tatsächlich. Darf ich Du wirst dir die es gar Frage nochmal nicht, du wirst es gar nicht glauben. Ja, Boah, du kennst die Legende von dem Wettrennen? tatsächlich. Woher? Ja. Welches Tier hättest du unterstützt? Das Schwein oder den Drachen. Der hat ja den Menschen geholfen, war ja auch ganz Wärst nett. du auch so ein krasser Emperor gewesen. Ja, Cool. also, wenn Wahlen anstehen, ne? Musst du überlegen. Wählt Rassisser. Richtig. Was denkst du, warum Tiere so eine wichtige Rolle in diesem chinesischen Astrologie oder in der chinesischen Astrologie spielen? Also warum ausgerechnet Tiere und jetzt nicht irgendwie was anderes? Ich meine, das Ich haben wir glaube, eben ich schon mal so ein glaube, bisschen- weil die ja auch so eine gewisse Aura ausstrahlen. Ja, Ja, schon. So eine Voll, ne? gewisse Stärke. ja. Und auch gerade diese 12 Ja, sind alle irgendwo einzigartig. Ja. ganz toll. Ist auch lustig, weil du bist halt eine Schlange und das ist genau das gegenüberliegende Sternzeichen. Und in der chinesischen sagt man, dass das auch das Enemy Year ist oder das Gegnerjahr, beziehungsweise also zum Beispiel Schweine sollten im nächsten Jahr ein bisschen vorsichtiger sein und und Schlangen zum Beispiel, die werden richtig krass durch die Decke gehen. Ja. Interessant. Ob das so wahr ist, einfach mal beobachten. Im nächsten oder in diesem Jahr? Ja, 2025. Ja, weil du gesagt hast im nächsten Jahr, deswegen wollte ich das nochmal fragen. Ach so, habe ich das? Ja, aber Ups. es ist schlimm. Ups. Ja, einfach mal beobachten. Ja, ich beobachte das mal. Man sagt auch oft, dass da Fallen gestellt werden in diesem Enemy Year. Das passiert bei ganz vielen so um die 30 rum, dass man dann nochmal so einen Wake-up-Call bekommt. Ah, schön. Ja. Aber die Schlangen, die brauchen sich gar nicht, also wenn sie es gut anstellen und die ihre Gelegenheiten beim Schopfe packen, dann sieht es richtig gut für die aus. Schweine sollten ein bisschen chillen. Einfach so. Einfach chillen. Einfach chillen. Einfach chillen. Und nicht so in Fallen reintappen, ne? Also wir hatten letztes Jahr, 2024, das Jahr des Drachens. Und da wurden ganz viele Hunde getestet, die im Jahr des Hundes geboren wurden. Und unter anderem haben wir da auch einen neuen Präsidenten in der USA, der auch komischerweise im Hundejahr geboren wurde, der aber Präsident geworden ist. Ach so, also kann das halt auch gut ausgehen, sagen wir mal so. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das unbedingt gut Wir ist werden oder ja ob noch es sehen, nicht was. vielleicht Ja, doch, wir werden ja sehen, was da. ob das nicht vielleicht doch eine Falle war, ne? Ja. Aber wer weiß. Also auf den Einfach mal ersten Blick beobachten. würde man sagen, er hat ja Glück gehabt. Ja, er hat ja gewonnen. Aber ob das immer gewinnen, ob das immer mal gucken. Schauen wir mal, was wird. Ja, einfach mal beobachten und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen, oder? Ja. Gut, dann machen wir mal weiter. Weißt du, welches Tierkreiszeichen dieses Jahr regiert? Das hatten wir ja Ich schon. glaube, das ist die Schlange. Wow! Krass. Ja? Yes, Ey, wir müssen ein yes. Quiz machen. Absolut. Ende. Also ja, ich teste nur, wie gut du zuhörst und ob du mitmachst. Ach so, ja, okay, gut. Früher in der Schule. Nein, Spaß. Kennst du die 5 Elemente in der chinesischen Astrologie? Und welche gefällt dir am meisten? 5 Elemente. Ja, die haben andere es ist, Elemente also es ist als... nicht Wasser, Feuer, Erde. Es Luft. ist, Wasser ist dabei, Feuer ist dabei, Erde ist dabei, ja. Luft nicht? Luft nicht, nein. Es gibt 2 andere. Und zwar, weißt du die? Oder soll ich dir die sagen? Nee, ich dachte, wir machen eine Raterunde, aber... Rate. Tja. Nee, ich lass es mir sagen. Es ist noch Holz. Also Mhm. 2024 hatten wir tatsächlich ein Holzjahr also es war der Holzdrache und Metall. Mhm. Ja, das sind die 5 Elemente.
Interessant. Glaubst du, dass die Kombination aus Tier und Element ein ganzes Jahr beeinflussen kann? Also, dafür müsste ich erstmal wissen, wofür das Element steht. Also so generell, ob es da noch mehr in die Materie geht. Ja, aber ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu viel für diesen Podcast, da weiter reinzugehen. Aber ich glaube, vielleicht machen wir ja noch mal eine Episode darüber. Aber ich glaube, die Antwort wäre dieselbe wie am Anfang, dass das für ein ganzes Jahr zu allgemein ist. Ja. Okay. Hast du schon mal dein chinesisches Horoskop gelesen? Nee? Ich glaube nicht. Nee, ne? Nö. Wirst du das mal in Zukunft tun? Bestimmt. Cool. Ja. Also Oder gibt's hier gerade das Horoskop der Schlange? Nee, tatsächlich habe ich das nicht rausgesucht. Okay. Außer, dass ich sagen kann, dass halt 2025 für die Schlange sehr gut aussieht. Also alle Gelegenheiten nutzen. Du hast Bock, einen Podcast zu machen? Mach es. Und die Sterne stehen... Just do it. Ja, just do it. Ich glaube, das Universum wird dich da ganz gut unterstützen. Hier haben wir auch nochmal der Unterschied zwischen westliche und chinesische Astrologie ist ja, dass sich die chinesische Astrologie mehr auf die Erde bezieht. In der westlichen Astrologie geht es ja hauptsächlich um unser Sonnensystem, um die Planeten und die Sternzeichen beziehungsweise die Sternbilder, die auf uns runterprasseln. Das haben wir hier nicht. Hier geht es tatsächlich um die Erde. Okay. Und deswegen sind das ja so Generationen. Also es sind dann ja ein ganzes Jahr. Ja. Ich finde es sehr interessant. Auf jeden Fall. Glaubst du, dass man große Lebensentscheidungen wie Hochzeiten oder Jobs anhand von Astrologie treffen kann? Ja, denke ich schon. Also ich finde, gerade wenn man in der Findungsphase ist und man weiß gerade gar nicht so, ey, worauf habe ich eigentlich Lust, was möchte ich eigentlich beruflich auch machen, da einfach mal reingucken, was die Astrologie so vorschlägt. Ja. Und oft findet man da. Vielleicht seinen Traumjob, man weiß ja nicht. Ja. Oder seinen Seelenverwandten. Ja, das auch. Traumpartner. Ne? Warum nicht? Warum nicht? Why not? Was wäre das denn bei der Schlange? Wollen wir mal nachgucken, wer dein Perfect Match ist? Wer ist mein Perfect Match? Ja, das ist ja auf mich und ich erzähle dir jetzt erstmal, wer hier dein Sonst ist ja nicht schlimm. Your Perfect Match. Mein Perfect Match. Match. Mein Perfect Match. So, für die Schlange, die perfekte Ergänzung ist der Affe. Der Affe. In welchem Jahr ist der Affe geboren? Zum Beispiel, also wenn wir jetzt in die 90er gehen, wäre das 92. 92, ja. The Monkey. Celebrity Monkey. Alle so ein bisschen kennen, das ist zum Beispiel Miley Cyrus oder Selena Gomez. Das sind sehr bekannte und männliche? Da bin ich gerade überfragt. Ich liebe ja unsere Girlies, Girly Girl. Ja, klar. Girl Power, Betty Club. Jetzt Membership holen auf lavata.eu. Werbung in handeigener, was? Geht wieder? Ich bin ready. Würdest du gerne mehr über die chinesische Astrologie lernen? Schwierig. Also ich höre mir das schon gerne an, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mich da jetzt zum Beispiel abends zu Hause hinsetze mit einem Buch oder so vielleicht mal ein bisschen rumgoogeln. Das würde ich machen, aber jetzt auch nicht viel mehr. Ja, würdest du dir so einen Podcast, wie wir heute gemacht haben, anhören? Klar, auf jeden Fall. Aber wenn ich von vornherein schon so eher verschlossen dem Thema gegenüber bin, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber es lohnt sich immer hier reinzuhören. Absolut. Absolut. Vor allen Dingen, das ist alles sehr für Anfänger gemacht. Ich glaube, wir haben nicht zu sehr in die Materie reingegriffen. Ich glaube einfach nur mal, um so ein bisschen reinzuschnuppern, vielleicht auch für die ganzen Schweingeborenen und Schlangengeborenen, hier dieses Jahr einfach mal zu beobachten und zu gucken, könnte mir das vielleicht im Leben ein bisschen helfen, mich unterstützen? Ist ja schon mal viel wert. Ich denke mal, man kann damit nichts falsch machen. Finde ich auch. Okay, cool. Bisschen Bildung schadet nie, ne? Nee. Ja, schön. Also, dann herzlichen Dank, dass du da warst wieder.
Ja, sehr gerne. In der nächsten Episode geht es um Sakura. Mhm. Und da bin ich auch sehr gespannt, was du dazu sagst. Ja, ich auch. Hört sich interessant an. Und bis dahin sage ich mal Peace and out. Ja. Right? Kuss und Schluss. Tschö. Bye. Das war es für diese Episode von Bisum. Vielen Dank, dass du mit uns gereist bist durch die Sterne, die Erkenntnisse und die Geschichten, die uns verbinden. Vergiss nicht, jeder von uns ist ein kleiner Teil eines großen, wundervollen Universums. Bis zum nächsten Mal, bleib neugierig, bleib menschlich und lass deine Gedanken summen.